Hallo, ich bin Jan von iDoc. In diesem Video zeige ich, wie man das Backlight, sprich die Hintergrundbeleuchtung des Displays vom iPhone 7 austauschen kann. Dies ist notwendig, wenn zum Beispiel das Backlight defekt ist, sprich dass die Hintergrundbeleuchtung nur noch sehr schwach ist. Des Weiteren ist dies zum Beispiel notwendig, wenn der 3D-Touch nicht mehr funktioniert, denn die Technik vom 3D-Touch ist mit in dem Backlight integriert. In dem Fall heute tauschen wir das Backlight aus einem völlig anderen Grund. Das Backlight an sich funktioniert bei unserem iPhone 7, aber der Home-Button funktioniert nicht mehr und das Anschlusskabel vom Home-Button zum Logic-Board verläuft einmal durch das Backlight. Um das Kabel vom Home-Button zu tauschen, muss die komplette Backlight-Einheit ausgewechselt werden. Eine Videoanleitung zum Austausch des Displays vom iPhone 7 findet ihr natürlich bei uns auf unserem YouTube-Kanal sowie eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung auf unserer Webseite idoc.eu. Das Display habe ich soweit ausgebaut. In unserem Fall ist ja das Kabel vom Home-Button defekt. Man sieht hier eindeutig, dass es abgerissen ist. Dieses Kabel wollen wir jetzt austauschen und dadurch, dass das durch das Backlight verläuft, tauschen wir das gesamte Backlight einmal aus. Das Display vom iPhone 7 habe ich ausgebaut. Des Weiteren ist das Display soweit schon mal vorbereitet. Ich habe die Rückplatte abgenommen, sowie den Home-Button und die Hörmuschel plus den Kabelsatz, der oben an der Hörmuschel dran sitzt. Was wir jetzt sehen, ist die Rückplatte von dem Backlight. Das müssen wir entfernen. Direkt darunter sitzt der 3D-Touch sowie mehrere Folien. Die müssen wir Schritt für Schritt nun entnehmen. Das Backlight ist nicht verschraubt, sondern verklebt. Um dies zu lösen, nutze ich Heißluft. Wir erwärmen den Rahmen von dem Backlight, um ihn dann Schritt für Schritt abzuheben. Um das Backlight herauszunehmen, müssen wir als erstes einmal den Kontakt trennen. Der Kontakt für das Backlight befindet sich hier unter einem kleinen Aufkleber. Den nehmen wir vorsichtig mit der Pinzette ab. Als kleine Hilfe nehme ich einen Tesafilmstreifen dazu und fixiere einmal das Kabel direkt am Backlight und dann kann ich hier unten den Kontakt ablöten. Wir lösen jetzt die Kontakte von dem Backlight. Die sind hier mit zwei Flachbandkabel zusammengelötet. Ich nehme den Lötkolben und eine Pinzette. Damit kann ich das kleinere Flachbandkabel greifen und dann mache ich die Kontakte heiß. So, das Kabel ist abgelötet. Ich entferne wieder den Tesastreifen, um das Flachbandkabel zu lösen. Da das Backlight verklebt und nicht verschraubt ist, müssen wir jetzt den Kleber lösen. Ich nehme dazu einmal einen kleinen Spatscher sowie einen Heißluftföhn, um den Kleber zu lösen. Ich erwärme den Rand, ich nutze hierzu ca. 190 Grad und mit dem Spatscher hebel ich vorsichtig unter das Backlight. Ich übe etwas Druck aus, Schritt für Schritt löse ich das Backlight, indem ich den Kleber erwärme. Zwei der Flachbandkabel sind hier miteinander verklebt. Ich erwärme jetzt die Flachbandkabel auch nochmal mit Heißluft, um dann die Kabel vorsichtig voneinander zu trennen. Als Hilfe fixiere ich mir das Kabel nochmal direkt auf dem Tisch. Nun erwärme ich das Kabel wieder und mit der Pinzette versuche ich es vorsichtig von dem zweiten Flexkabel zu lösen. Man spürt, wie sich der Kleber erwärmt. Ich kann mit der Pinzette Stück für Stück weiter darunter fahren. Wir haben nun alle Kleber gelöst, sprich einmal von den beiden Flachbandkabeln als auch vom Rahmen des Backlights. Wir können nun das gesamte Backlight abheben. Die Rückseite vom Backlight haben wir gelöst. Als Hilfe lasse ich mir nochmal den Klebestreifen auf dem Tisch, der das Flexkabel noch fixiert. Wir sehen in der ersten Schicht auch schon die LEDs, welche dann das Backlight durchleuchten. Wir müssen jetzt Schicht für Schicht abheben, dabei müssen wir besonders behutsam vorgehen. Als Hilfsmittel nehme ich mir ein Skalpell und eine spitze Pinzette und vorsichtig fange ich an einer Ecke an und hebe die erste Schicht an.
Diese Schicht ist im oberen Bereich auch verklebt. Ich versuche sie mal so zu lösen. Sie kommt mir schon ganz gut entgegen. Ja, da sie noch stark verklebt ist, nutzen wir wieder ein bisschen Heißluft. Die erste Schicht haben wir gelöst, also machen wir mit der zweiten vorsichtig weiter. Da auch diese Schicht wieder stark verklebt ist, nutze ich nochmal die Heißluft. Beim Erwärmen der letzten Schicht hat sich die nächste schon etwas gelöst. Ich fange diesmal mal an einer anderen Ecke an, ziehe vorsichtig dran. Bei dieser Schicht müssen wir nun wirklich aufpassen, denn darunter kommt das eigentliche LCD. Die Rückseite vom LCD ist bedampft, das ist nur eine sehr dünne Schicht, die dürfen wir nicht zerstören. Wir sollten sie nicht mal ankratzen und nach Möglichkeit auch nicht mit dem Finger drauf touchen. Die Schicht hat sich auch ganz gut abgelöst. Wir müssen jetzt hier an den Rändern noch ein bisschen Kleber entfernen und dann können wir das neue Backlight aufsetzen. Alle Folien wurden erfolgreich entfernt. Wir haben auch keine Fingerabdrücke hinterlassen. Wir können also das neue Backlight einsetzen. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Das Backlight ist selbstklebend. Dazu müssen wir hier unten nur eine Schutzfolie abziehen. Ich setze das Backlight vorsichtig an der Unterkante am Home-Button an. Führe es dann an den Halteschienen vorbei und lasse es einfach in das Display fallen und nun kann ich es am Rand andrücken. Das neue Backlight ist eingeklebt. Wir wollen das jetzt natürlich testen. Dafür müssen wir die Kontakte wieder verlöten. Ich nehme dazu eine kleine Hilfe, die Rückplatte, damit wir das neue Backlight etwas schützen. Nehme wieder einen Klebestreifen, um das Flexband zu fixieren. Das ist dann einfach beim Löten nicht ganz so kompliziert. Ich trage jetzt Flussmittel auf beide Kabel auf. Dann nehme ich mir das Kabel vom Backlight, positioniere es und verlöte den ersten Kontakt, damit das Kabel in Position bleibt. Und dann verlöte ich die weiteren 3 Kontakte. Das Backlight ist neu angelötet und um jetzt festzustellen, ob wir vielleicht einen Fehler gemacht haben, dass es Kurzschlüsse gibt, nehmen wir uns ein Multimeter und prüfen die einzelnen Kontakte. Multimeter funktioniert und jetzt klingeln wir die Kontakte einmal durch. Das heißt, ich nehme mir den ersten, verbinde ihn mit dem zweiten, wir hören nichts, das ist gut. Ich nehme den zweiten, verbinde ihn mit dem dritten und den dritten und den vierten verbinden. Wir hören auch nichts, wir haben also keinen Kurzschluss verursacht. Zur Sicherheit bringe ich auch den Aufkleber wieder auf. Das ist eine reine Isolierung, die schützt die Kontakte davor, dass sie nicht mit anderen Bauteilen, die leitend sein können, in Berührung kommen. Dann nehme ich auch die Tesastreifen, die zur Hilfe gedient haben, wieder ab, sowie die Rückplatte, die nur als Löthilfe diente. Das Backlight ist soweit eingebaut. Bevor wir jetzt alles zusammenbauen, möchte ich das Backlight natürlich im Vorfeld testen. Da bei uns das Kabel vom Homebutton defekt ist, baue ich diesen jetzt auch provisorisch ein, damit wir den schon mal mit testen können. Das Display ist soweit für den Test vorbereitet. Ich habe auch den Home-Button angeschlossen, damit wir den gleich mittesten können. Nur die Hörmuschel und die Rückplatte lasse ich für den Test erstmal noch ab.
Ich nehme das Display und setze die ersten Kontakte wieder auf und anschließend auch den Akkukontakt, damit wir das Gerät wieder starten können. Für den Test lege ich das Display nur vorsichtig auf und starte das iPhone. Das Apple-Logo erscheint, Backlight funktioniert. Sobald das Gerät hochgefahren ist, testen wir das gesamte Display und natürlich den Home-Button. Das iPhone hat gestartet, wir testen jetzt einmal das Display und den Home-Button. Als erstes schaue ich, ob der Touch einwandfrei funktioniert. Das sieht gut aus. Ich teste auch einmal eben die Helligkeit, lässt sich einwandfrei einstellen. Und dann teste ich einmal den 3D-Touch, funktioniert ebenfalls. Dann gehe ich jetzt einmal in die Einstellung, um die Touch-ID zu testen. Ich füge einen Finger hinzu. Der Finger wird erkannt, die Touch-ID funktioniert. Und dann teste ich einmal den Home-Button, ob er an sich auch wieder funktioniert. Und die Funktion ist gegeben. Die Reparatur vom iPhone 7 war erfolgreich, wir haben das Backlight getauscht, der Home-Button inklusive Touch-ID funktioniert wieder. Wenn du das Video interessant fandst, dann lass uns doch ein Like da. Wenn du Vorschläge hast für zukünftige Themen, schreib uns diese doch einfach in die Kommentarfunktion hier auf YouTube. Wenn du in der Zukunft nichts verpassen möchtest, dann abonniere unseren YouTube-Kanal oder schau regelmäßig auf iDoc.eu.